Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute schauen wir uns etwas Spezielles an, etwas sehr Spezielles, und zwar Waffen, die von Haus aus ein Element besitzen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das ist so ein Low-Level-Phänomen in höheren Levelbereichen, also ab Level 60, glaube ich, gibt es das eigentlich gar nicht mehr. Das gibt es eigentlich wirklich nur zwischen Level 15 und Level 60. Und da gibt es halt viele solche Waffen, wo einfach dabei steht, zum Beispiel Element Blitz, wie jetzt hier bei diesem Sparkling Sword. Und dieses Element, das sieht man einmal optisch, wenn ich mal hier die Effekte aktiviere. Also jetzt gerade habe ich ja keine Effekte an. Wenn ich aber besondere Effekte aktiviere, dann sieht man auch tatsächlich hier diesen besonderen Effekt. Das ist auch nicht der normale Blitzeffekt und nicht der normale Effekt von Blitz plus whatever, sondern es ist so ein besonderer, spezieller Effekt einfach. Genau. Und wenn ich jetzt natürlich auf normales Schwert wechsle, das kein Element hat, achso, ja gut, das Blade ist immer schwierig, aber da sieht man natürlich nichts. Ja? Also diese Waffen sind irgendwo schon was Besonderes. Jetzt ist es aber so, dass dieser Elementeffekt nicht nur optisch ist, sondern der tatsächlich auch einen tatsächlichen praktischen Unterschied macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt extra 2 Waffen mit extrem vergleichbaren Angriffswerten hier am Start. Wenn ich jetzt tatsächlich hergehe und, ich meine, klar, das Sparkling Sword hat natürlich noch plus 3 STR, es ist generell plus 3, hat ein bisschen mehr ATK, aber wie gesagt, sind sehr vergleichbar. Und kämpfe jetzt hier gegen den normalen Trainingsdummy und wir gucken uns mal den DPS an, beziehungsweise nicht den DPS, sondern den Schaden pro Hit. Dann sehen wir, okay, 1420, whatever, also irgendwas 1420 bis 30 wahrscheinlich. Dann wechseln wir aufs Janitor Sword, One-Hand natürlich, und sehen, okay, ja, macht ein bisschen weniger, so 70 Schaden ungefähr weniger, also minimaler Unterschied, wie gesagt, weil Sparkling Sword halt noch ein bisschen besser ist. Genau, also sehr vergleichbar. Das lag jetzt daran, dass der Trainingsdummy neutral ist, also der erste Trainingsdummy ist neutral, das heißt, der hat kein Element. Das heißt, hier können wir gar keinen Unterschied spüren. Jetzt gehen wir aber mit dem Sparkling Sword zum Erde-Dummy. Erde-Dummy bedeutet für das Sparkling Sword so viel wie, wir haben Element Blitz, und das heißt ja, wenn dieses Element einen praktischen Unterschied macht, dann müssen wir gegen Erde schwächer sein. Und siehe da, wir machen tatsächlich fast 500 Damage weniger, also wir haben einen extremen Nachteil durch dieses Element. Und wenn wir zum Wasser-Dummy gehen, dann haben wir genau das Gegenteil. Gegen Wasser ist Blitz sehr stark. Hier machen wir 400 Schaden mehr. Also, das Element, obwohl es quasi so kryptisch einfach nur dasteht, Element Blitz, also auch ohne Plus, wie gesagt, hatten wir trotzdem hier den Element Bonus. Nochmal zum Vergleich, wenn wir jetzt mit dem Janitor Sword hier gegen den Water Dummy kämpfen oder gegen irgendeinen anderen Dummy, wir haben immer diese 1330 bis 40. Die Hitrate ist so bad, dafür muss ich mich entschuldigen, aber ja, es ist egal, gegen welchen Dummy wir kämpfen, da ist kein Element drauf, das heißt, der Schaden ist immer der gleiche. So, das war jetzt Teil 1. Das heißt, okay, gut, passt. Das heißt, wenn ich eine Waffe droppe mit Element whatever, dann ist es eigentlich klug, die zu benutzen. Vor allem, also beziehungsweise natürlich vor allem dann, wenn ich gegen Gegner kämpfe, die schwach gegen dieses Element sind, was auf der Waffe angezeigt wird. Jetzt ist halt aber die Frage, ja gut, aber bei Blade oder bei Mercenary haben wir jetzt zum Beispiel noch die Besonderheit mit Empower Weapon. Empower Weapon sehen wir hier tatsächlich nicht. Das heißt, achso, na gut, jetzt trage ich gerade das Sparkling Sword nicht, aber selbst wenn ich es trage, sehen wir es nicht. Das heißt, dieses Element Blitz, das ruft nicht den Elementeffekt von Empower Weapon hervor. Das heißt, Empower Weapon registriert nicht, dass hier quasi ein Element auf der Waffe ist. Das heißt, das ist wie gesagt trotzdem was anderes als das normale Element. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, ja, ich habe jetzt Blitze auf der Waffe, möchte aber gegen Erdemonster kämpfen, finde die Waffe aber cool, wegen Treffgenauigkeit plus 20 und so. Kann ich das überschreiben? Und dieses Überschreiben können wir folgendermaßen ausprobieren. Wir haben hier einfach eine Erdekarte. Das ist das Gegenteil von Blitz, also ist eigentlich egal, welches Element wir jetzt nehmen, aber dachte ich, ist ganz passend. Jetzt haben wir hier Erde plus 1. Und man sieht, dieser Elementeffekt, der ist tatsächlich verschwunden. Das Element visuell sehen wir noch, also dieses Blitz, aber Element Typ Blitz, der ist jetzt tatsächlich weg. Das heißt, wenn wir jetzt gegen einen Erde-Dummy kämpfen, soll es neutral sein, weil wir tatsächlich mehr Schaden machen wegen Empower Weapon, aber dazu komme ich gleich noch. Genau. Und das heißt, gegen Wasser müsste es auch neutral sein, logischerweise. Da hatten wir gerade mehr Schaden. Und jetzt ist aber der Unterschied, weil wir jetzt ja Erde auf der Waffe haben. Jetzt müssten wir natürlich gegen Blitz, und siehe da, yes, gegen Blitz machen wir jetzt tatsächlich mehr Schaden. Das heißt, wir können den Elementschaden überschreiben. Und es bedeutet aber auch, da unser Schaden insgesamt tatsächlich höher geworden ist, dass
und es wurde ja auch nicht angezeigt, also das hätte ja auch keinen Sinn ergeben, aber dass dieses Element Typ Blitz, also quasi ohne dieses Plus und whatever, auch tatsächlich keinen Vorteil durch Empower Weapon hervorruft. Bedeutet so viel wie, wenn man Empower Weapon nutzen will, dann kann man nicht mit dem von Haus aus gegebenen Element dieser Waffe arbeiten. Das heißt, an für sich sind diese Waffen zwar ganz cool, aber wenn man tatsächlich, zum Beispiel bei Mercenary oder vor allem bei Mercenary, er hat ja diesen besonderen Status mit dem Empower Weapon Skill, wenn man vor allem davon profitieren will, dann kann man die Waffe eigentlich nicht einfach clean lassen, weil, wie man sieht, der Damage ist auf jeden Fall niedriger und vor allem hat man halt auch immer nur den Elementvorteil gegen dieses eine Element. Also zum Beispiel bei Blitz sind wir halt nur stark gegen Wasser und gegen jedes andere Element entweder neutral oder schlechter. Das heißt, wir müssten so oder so, sobald wir zum nächsten Monster gehen, sobald wir das Monster wechseln, was man ja vor allem im Levelbereich 15 bis 60 extrem häufig macht, da müssten wir natürlich logischerweise immer hergehen und trotzdem ein anderes Element drauf machen. Das heißt, von Haus aus ist es eigentlich besser, man macht direkt ein anderes Element drauf. Außer jetzt vielleicht bei einem Serverstart oder so, wo man sich das vielleicht noch nicht leisten kann oder will. Da könnte man dann schon mit dem Standardelement arbeiten, soweit es geht oder so gut es geht. Aber grundsätzlich ist mir ja trotzdem besser beholfen, wenn man dieses Element überschreibt. Also man sollte es auf jeden Fall nicht einfach so lassen, weil dann verzichtet man einerseits auf Schaden von Empower Weapon zum Beispiel. Und, wie gesagt, man hat halt nur einen Elementvorteil gegen ein bestimmtes Element, nicht gegen alle anderen Elemente auch. Cool ist selber natürlich, dass das Element von Haus aus Blitz hat. Kann man nutzen. Und wenn man es nicht mehr braucht, muss man es dann nicht entfernen, sondern braucht dann nur eine andere Elementkarte, wie wir gerade gesehen haben bei Stone. Also zumindest von Haus aus hat man diesen kleinen Vorteil, muss nicht extra irgendwo hingehen, man droppt die Waffe, kann sie direkt einsetzen. Und wenn man dann irgendwo anders hingeht, dann muss man halt ein anderes Element drauf machen. Aber grundsätzlich ist die Waffe direkt einsatzbereit, ohne irgendwelche Upgrade-Kosten, Materialkosten oder dergleichen. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Thema, das mich persönlich selbst interessiert hat, weil ich es noch nie ausprobiert hatte. Und genau, dachte mir vielleicht für den nächsten Serverstart von FEC oder so, ich weiß, jetzt ist es ein bisschen spät, aber vielleicht grundsätzlich für Anfänger ein ganz guter Hinweis, diese Waffen mit Element, wie man sie am besten einsetzt, beziehungsweise wie sie funktionieren, sollte jetzt hoffentlich klar sein. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, tägliche Livestreams in Twitch-Link unter der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.